Bei Stuttgart 21 entsteht der dritte Zugang zur Bahnsteighalle. Von hier aus gelangen Reisende künftig von der Königstraße auf direktem Weg in die neue Bahnsteighalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs und wieder hinaus. Wie der Fassadenspezialist Seele die Stahl-Glas-Konstruktion baut, das schauen wir uns jetzt an. 2 von insgesamt 4 Gitterschalen sind fertig gebaut. Jetzt entsteht die dritte, direkt am Bonatzbauturm. Sie ist angeschnitten und sieht so aus, als würde sie sich an den Bonatzbauturm anschmiegen. Tatsächlich trägt sie sich aber komplett selbst, so wird der denkmalgeschützte Turm statisch nicht zusätzlich belastet. Bevor die Montage beginnen kann, muss zunächst der Turm des Bonatzbaus vorbereitet werden. Dafür wird ein etwa 70 cm breiter Schlitz in das Natursteinmauerwerk gefräst. Er ermöglicht später den Anschluss und die Abdichtung der Gitterschale. Gleichzeitig bleibt genügend Abstand, damit sich der Turm und die Stahlkonstruktion unabhängig voneinander bewegen können. Zum Beispiel im Sommer, wenn der Stahl der Gitterschale sich infolge von Hitze ausdehnt. Damit keine Lasten in den Turm eingeleitet werden, verläuft der tragende Rundbogen daran vorbei. Die dadurch entstehende große Auskragung wird mit einer Innenschale verstärkt. Außen- und Innenschale wurden bereits bei der Fertigung im Werk mit mehr als 100 Stahlgussknoten verbunden und kommen somit als vormontierte Stahlbauelemente auf die Baustelle. Nun beginnt die eigentliche Montage. Zunächst entsteht ein großes Raumgerüst. Es dient als Arbeitsplattform und stützt die Gitterschale während der gesamten Stahlbaumontage. Anschließend werden die ersten Stahlbauteile eingehoben, Stück für Stück wie bei einem riesigen Puzzle. Die Montage erfolgt von hinten nach vorne. Zusätzlich werden die einzelnen Elemente nur provisorisch miteinander verbunden. Nach und nach hebt der Turmdrehkran weitere Segmente an ihren Platz. Für die schweren Elemente kommt zusätzlich ein Mobilkran zum Einsatz. Zunächst werden diese mit Laschen an den Knotenpunkten befestigt. Erst wenn alle Teile perfekt ausgerichtet sind, werden sie dauerhaft miteinander verschweißt. Die Gitterschale am Turm ist rund 10 Meter hoch, 34 Meter breit und bringt insgesamt etwa 80 Tonnen Stahl auf die Waage. Die Schalenkonstruktion setzt sich aus insgesamt 20 Stahlsegmenten zusammen, deren Gewicht zwischen 1,2 und 13,4 Tonnen variieren. Einschließlich der Verglasung beträgt das Gesamtgewicht der Gitterschale etwa 130 Tonnen. Sind alle Stahlbauteile montiert, wird die gesamte Konstruktion von einem großen weißen Schutzzelt umhüllt. So kann unabhängig von Wind und Wetter geschweißt, beschichtet, verglast und abgedichtet werden. Dann entsteht aus vielen einzelnen Bauteilen eine freitragende Stahlkonstruktion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal.